We need you, Gara. Snoop Dogg, also dazu mal noch Snoop Doggy Dogg, war der erste Hund im Rap-Geschäft. Wissen wir alle. Und DMX, Gott hab ihn selig, hat dann Bellen und Knurren als Stilmittel erfunden und zum Teil seines Flows erhoben. Auch kein We Geheimnis. need you, Gara. Pop, Digga. Pop. Pop, Digga. Pop, Digga. 1991 gab es da einen ganz besonderen Provokateur, eine überaus raue, aggressive und konfrontative Stimme an der Ostküste New York, Bronx um genau zu sein. Jemand, der offenbar sowas wie Reibung und Konflikte suchte. Also Jahre bevor die East-West Coast-Rivalität so richtig Fahrt aufnehmen sollte, aus der so mancher später schweißgebadet aufwachen würde. Wenn überhaupt. Es gibt Alben, die nicht einfach Musik sind, sondern eine Ansage. Und dann gibt es Penicillin on Wax. Was für ein markiges Cover. Hip-Hop-Digga, Klappe, die nächste. Ich habe mal wieder in meinen Kisten gegraben und ich bin froh, dass es wieder mal ein völlig unterschätztes Ding geworden ist. Aber der Reihe nach. Der Albumname trifft gleich eine klare Aussage. Hier wird nicht Luft geholt, hier werden keine Wogen geglättet. Nö, Tim Dog bittet nicht um Sympathie, sondern tritt Türen ein, verschiebt Grenzen und sagt dabei ziemlich klar, hier ist Krieg. Damit hat er im Hip-Hop polarisiert, wie kaum ein anderer jener Zeit. 1991 war Hip-Hop noch weitestgehend roh, im Umbruch, voller regionaler Spannungen. Während einerseits die ersten Stilblüten deutlicher Verpoppung auftauchten, andererseits die Native-Tongue-Bewegung um A Tribe Called Quest, De La Soul und Queen Latifah seit den späten 1980ern positive, afrozentrische, humorvolle und intelligente Texte sowie innovative Samples in die Hip-Hop-Musik trugen, um Frieden, Liebe, Einheit und Spaß zu propagieren und zu fördern. Hand in Hand mit der Zulu Nation setzte Tim Dog da erstmal einen gepflegten Haufen drauf. Hundehaufen, versteht sich. Das Album sorgt damals ziemlich für Wind mit seiner extrem direkten Haltung gegenüber der West Coast und war damit ein echter Brandbeschleuniger. Heute gilt es als eines der Auslöser jenes Küstenkonflikts mit all seinen hochprozentigen Diss-Inhalten, insbesondere gegen NWA, Compton, Los Angeles und eigentlich die ganze Küstenbewegung des sich ausweitenden Gangster- und Image-Raps. Selbst Ice Cube, selbst aus Los Angeles, hatte da auch was zuzusagen. Dazu kommen zwar irgendwie humorvolle, aber doch bösartige Skits, etwa wie Anrufbeantworter-Nachrichten und ähnliche Einfälle. Das Besondere und erst richtig für Antrieb sorgende ist allerdings der überaus rohe und funkige Sound. Timothy Blair, so sein bürgerlicher Name, war seit 1989 inoffiziell Mitglied der stark respektierten Ultra Magnetic MCs, tourte mit Kool Keith, mit dem er später ein eigenes Projekt verfolgte, und so kam es, dass nahezu alle Beats des Albums von Seth G, T.R. Love und Mo Love von den Ultra Magnetic MCs zusammengebaut wurden. Tim Dog präsentierte sich dazu als überaus selbstbewusster, wütender und direkter Zeitgenosse, ein Lokalpatriot, dem man seine Rage absolut abnahm. Er schrie nicht, aber seine markante Stimme steckte voller Energie, Nachdruck und Attitüde. Er faucht, er knurrt, er bellt. Und da sind wir bei DMX gelandet, wie eingangs erwähnt. Während jener ein Stilmittel daraus machte und als Teil seines Flows einsetzte,
bewusst als Pose, kommt das hier viel organischer, wie hingerotzt, geboren aus Emotionen. Für mich ist Tin Dog definitiv der König der Rap-Hunde, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Und sein Konkurrenzhund Snoop Doggy Dogg, den ich auch schon erwähnt habe am Anfang, der bekam 1994 gleich mal einen eigenen Diss-Track namens Bitch with a Perm spendiert. Aber bleiben wir bei Penicillin und Wax. Ich höre das Ding jetzt mal gepflegt durch. Wir sehen uns gleich wieder mit Teil 2. Holla, 35 Jahre alt und kein bisschen leise. Noch immer ist dieses Album eine Wucht. Man kann und darf retrospektiv betrachtet von seinem Inhalt und seiner Attitüde halten, was man will. Von seinen Überzeichnungen, seinen unnachgiebigen Attacken gegen die dazumal stetig dominierende Szene Kaliforniens. Aber verdammt, dieses Album vermittelt wie nur wenige jener Periode echtes Straßengefühl. Es verströmt eine absolut unwiderstehliche Aura von Dreck, von echtem Leben, formuliert in präzisen, dumpf flirrenden Beats aus Samplefetzen, in zum Teil schwindelerregendem Tempo und Komplexität, angefüllt mit harten Bässen und zusätzlichen Drums. Das mag fast überladen klingen und gerade eine Single-LP scheint damit zu kämpfen, zumal etwas über 60 Minuten den Mix schon an qualitative Grenzen bringen. Erstaunlicherweise hört sich das aber immer noch frisch, greifbar und dynamisch genug an. Für mich ist das alles Teil der Erfahrung, Teil der Geschichte dieses Albums als Zeitdokument, wenn man so will. 2017 wurde eine Pressung auf Doppel-LP rausgegeben. Habe ich nicht gehört bis jetzt. Soll gut klingen, aber ehrlich, es geht meist nichts über den originalen Vibe. Kaum ein anderes jener Zeit verkörpert so konsequent und wütend die aufgeladene Stimmung jener Zeit. Tauchen wir aber nun noch genauer in den Sound rein. Im Intro geht's gleich kontrovers los. Das in der Erstpressung zu hörende NWA-Sample sorgte für Wirbel, weil NWA mit einer Klage wegen Urheberrechtsverletzung drohte. Und obwohl es oberflächlich um das Sample ging, war der wahre Hintergrund aber eigentlich ein anderer. Dazu gleich mehr. Das erste Stück ist dann erstmal Low Down Nigger. Volle Dröhnung, funky Drummer, Nautilus von Bob James obendrauf. Fertig ist das Fundament für Tin Dogs harten Battle-Style und Track um Falschheit, Hinterhältigkeit und einen minderwertigen Charakter, an dem er dann selbst seine eigene Klasse herausstellt. Die Energie und diesen Habitus darf man wirklich nahezu nonstop genießen. Hartes Brett zum Einstieg. Weiter dann nach einem kurzen Skit, ja, und da ist es, Fuck Compton. Das ist dann der bereits angeteaserte, dazu gleich mehr Moment. Die Klage der Crew um Dr. Dre NWA. Es ging natürlich nur vordergründig um das Intro. Hauptgrund war nämlich dieser harsche und respektlose Diss-Track, in dem Tin Dog nicht Compton als Ort angreift, sondern ihn als Synonym verwendet, um seine Kernaussagen an NWA zu richten. Ihr werdet überschätzt. Euer Image ist größer als eure Realität. New York hat den härteren und authentischeren Rap. Ich lasse mich von eurem Hype nicht beeindrucken. Der ganze Vorfall wurde im März 1992 dann außergerichtlich beigelegt. Tin Dog musste eine nicht genannte Summe an NWA zahlen und stimmte zu, das Sample, um das es ja offiziell ging, aus zukünftigen Pressungen des Albums zu entfernen. Und dann? Tin Dog nutzte die Klage öffentlichkeitswirksam und spottete, dass NWA nun zur Polizei und vor Gericht rennen würde, obwohl sie sich Niggers for Life nennen. Niggers for Life ist der Name des zweiten Albums jener Crew NWA. Was seine Aussage, sie seien soft und fake, unterstreichen sollte. Na, und ganz Unrecht hat er ja auch nicht. Aber weiter mit dem Album. Es geht, nächster Track ist dann Step to Me. Und man hört auch hier schon, der Mann hatte Ego und ließ nichts anbrennen. Auch hier wird NWA direkt angefochten. Ice Cube, damals schon Jahre weg von NWA, bekommt hingegen Respekt, genau wie Ice-T. Ja, Hardcore.
Bronx Nigger spricht für sich, genau wie You Ain't Shit. Eine weitere Battle-Kampfansage an alle, die sich ihm und seinem Ego in den Weg stellen. Es ist toll und zeigt die Direktheit, wie man sich Tracks allein schon durch ihren Namen erfassen kann, den Inhalt quasi schon vorhersehen kann. I ain't taking no shorts, can't fuck around, dog's gonna get ya. Ich denke auch ein Titel wie Get Off the Dick spricht für sich. I ain't having it hat dann Kool Keith mit dabei. Patriotic Pimp. Man muss sich wirklich nicht fragen, warum hier Penicillin im Albumtitel als Synonym genommen wurde. Die meisten Stücke wirken nämlich wie pure Statements gegen sich ausbreitende Infektionen, übertrieben oder nicht. Weniger wie lyrische Songs, sondern mehr wie Ansagen. Es ist die Provokation, die das Ganze interessant macht, aber diese wirklich strenge Energie, die es zum Vibrieren und Funktionieren bringt. Tim Dog rappt mal eben, als würde er gegen alles und jeden gleichzeitig antreten. Und diese Intensität trägt das komplette Projekt. Ein wenig aus dem Rahmen des super harten und energiegeladenen Battle-Konzepts fällt Going Wild in the Penile, das dann immerhin klar und bewusst überzogen und ja, man möchte meinen, selbstreflexiv oder besser noch dekonstruktiv mit sexueller Prahlerei und Macho-Posen seinen Spaß hat. Penile ist wenig überraschend ein Slangbegriff für die physische Männlichkeit. Den Abschluss bildet Secret Fantasies, wo es noch ein wenig schwüler und lockerer wird, zumindest im Kontext dieses Albums. Lustig fand ich dazwischen zum Beispiel auch noch die Auflockerungen wie Michelle Lee's Conversation, in denen Tim Dog übers Telefon vermeintlich mit Michelle Lee flirtet. Jene Michelle Lee war damals mit Dr. Dre nicht nur als kommerzieller R&B-Act beruflich verbunden, startete ihre Karriere auf Ruthless Records, dem legendären Label von Eazy-E und dem umstrittenen Jerry Heller. Man könnte das Stück damit sozusagen als humorvolle und spielerische Vorstufe zum vielleicht bekanntesten Diss-Track der 90er zählen. Echte Feinschmecker wissen jetzt bestimmt, welchen ich damit meine. Nun kommen wir zum Fazit. Ob man es zugeben will oder nicht, die Aggression und Provokationen ablehnt, kann man alles tun, aber eines ist klar. Dieses Album hat Spuren hinterlassen. Im Sound, in der Kultur, in der Geschichte des Hip-Hop. Und Tim Dog hat meiner Meinung nach nie die Anerkennung dafür bekommen, die er verdient hätte. Sein buchstäbliches Ende bringt dieses Video nämlich zu einem traurigen Schluss. Sein zweites Album, 2 Jahre später, hatte nicht ganz die rohe Wut und faszinierende Direktheit zu bieten, war aber meiner Meinung nach trotzdem stark. Das aber leider schlechte Kasse machte und für wenig Interesse sorgte. Blair verließ daraufhin Rough House. 1996 hatte er mit dem inzwischen zum Solo-Artist gereiften Kool Keith nochmal etwas Auftrieb. Danach wurde es aber still. 2009 folgte ein echter Comeback-Versuch in einer völlig veränderten Szene. Alte Battle-Muster, vergleichsweise einfache, billige Independent Beats, nostalgisch aufgeladen. Ein kleines Liebhaberstück, würde ich sagen. Ja, und ein paar Auftritte auf Mixtapes und immer wieder mal an der Seite von Kool Keith. Soweit, so unbefriedigend. Wirklich traurig wurde es dann leider ab 2011, als er wegen schweren Betrugs auf einer Online-Dating-Seite angeklagt wurde. 5 Jahre Haft, Bewährung und $19.000 Entschädigung an das Opfer waren das Urteil. Und als dann 2013 die Nachricht von seinem Tod kursierte, glaubten die Behörden zunächst an ein Manöver, um die Zahlung dieser Entschädigung zu umgehen. So wurde er dann per Haftbefehl gesucht. Seine Familie konnte tatsächlich keinen offiziellen Totenschein vorweisen. Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben jedoch, dass Timothy Blair in der Tat in einem Krankenhaus in Atlanta seinen Langzeitdiabetes behandeln ließ und später in einem Hospiz verstarb. Die Sterbeurkunde wurde aus welchen Gründen auch immer nicht eingereicht, aber schließlich bei einem kleinen Bestattungsunternehmen ausfindig gemacht und den Behörden vorgelegt. Das Ganze zog sich über Monate, befeuerte natürlich die Gerüchteküche, es kursierten wirklich wilde Geschichten, die Tim Dog kurzzeitig fast schon zu einer urbanen Legende verklärten. Ich sag mal, typisch Internet. Aber dann, puff, alles nur halb so wild, ein normaler Tod
in einem normalen Hospiz. Die Karawane zog weiter, die Heuschrecken auch. Wenn heutzutage verstorbene Brothers and Sisters outgeschautet werden, scheint Tin Dog unsichtbar zu sein. Er wurde nur 46 Jahre alt. Wer spricht heute noch von ihm? Das war mein Ausflug in dieser Folge. Als Bewertung bekommt Penicillin on Wax von mir eine satte 9. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht auf dieses Album und den Künstler Tin Dog werfen. Wie sieht es bei euch aus? Denkt ihr, Tin Dog wurde unterrepräsentiert? Wird sein Erbe unterschätzt? Lasst mir eure Gedanken in den Kommentaren, liked das Video, wenn es sich das verdient hat, teilt es gern und vergesst nicht die Glocke für ein Abo. Das kostet gar nichts, aber hilft mir und zeigt mir, dass in der Welt der vielen, vielen redundanten Videos und Informationen da draußen, die auf uns alle einprasseln, noch Interesse und Herz für wahren Hip-Hop, Vinyl und engagierte Recherche besteht. In diesem Sinn, Liebe geht raus und